Alt-Trauchburg. Diese Mauern haben Henker gesehen, Urteile über Leben und Tod gesprochen und Legenden geboren. Ihr Schweigen birgt noch immer ungelöste Geheimnisse. Heute nehme ich euch mit ins Allgäu zur Ruine bei Weidnau, einer Anlage, die über Jahrhunderte Herrschaft, Recht und Mythen vereinte. Was steckt hinter dem sogenannten bösen Trochar? Warum fiel hier der Blutbann, also das Todesurteil? Und existiert wirklich ein Geheimgang nach Kreit, der bis heute nicht gefunden wurde? Meine Recherche beruht auf Toni Nestlers Burgen im Allgäu sowie auf die Broschüre, die vom Burgenforschungsbüro Zäune im Auftrag der Gemeinde Weidnau herausgegeben wurde. Besonderer Dank gilt Herrn Dr. Zäune und Herrn Nessler für ihre tatkräftige Unterstützung. Die Alt-Trauchburg ist mehr als ein Haufen Steine. Sie ist ein Ort, an dem Mauern von Macht, Gericht und uralten Mythen erzählen. In den nächsten 20 Minuten tauche ich mit euch ein, ordne Belegbares von Legende und zeige, was sich wirklich hinter den Mauern verbirgt. Die Alt-Trauchburg liegt auf dem bewaldeten Höhenzug Sonneck, südlich von Kleinweilerhofen in der Gemeinde Weidnau. Die Ruine befindet sich auf etwa 900 Metern über dem Meeresspiegel und erhebt sich rund 150 Meter über das umliegende Tal. Ihre Position bietet einen beeindruckenden Ausblick über das Argental und das voralpine Hügel- und Moorland, strategisch eine ausgezeichnete Wahl. Es wird gelegentlich vermutet, dass die ursprüngliche Siedlung entweder bei der Kleinweiler Kirche oder auf dem Nellenberg lag. Gründe für eine spätere Verlagerung der Hauptburg auf den Höhenrücken könnten sowohl militärischer als auch symbolischer Natur gewesen sein. Bessere Verteidigungsmöglichkeiten, ein deutlich sichtbares Herrschaftszeichen und die Kontrolle über Fernwege. Denn bereits zur Römerzeit verlief hier ein wichtiger Verkehrsweg zwischen Cambodunum Kempten und Brigantium Bregenz. Die erhöhte Lage war also nicht nur militärisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich strategisch. Die heutige Ruine auf dem Sonneck wurde daher vermutlich nicht ohne Vorstufen errichtet, sondern bewusst als neuer dominanter Herrschaftssitz an einem Ort mit Aussicht, Kontrolle und Signalwirkung. Heute kann man die Ruine gut erreichen, zu Fuß oder mit dem Auto. Aber wie kam man früher zur Burg und was erwartet uns auf dem Weg dorthin? Der Weg zur Alt-Trauchburg beginnt direkt im Ortszentrum von Kleinweiler. Man passiert die kleine Dorfkirche und geht an alten Bauernhöfen vorbei. Der Weg ist leicht ansteigend und führt bald in ein bewaldetes Gebiet. Dieser Pfad war schon im Mittelalter der übliche Zugangsweg und wurde regelmäßig von Gerichtsdienern, Boten und Besuchern genutzt. Heute verläuft dieser historische Weg durch dichten Mischwald. Der Waldboden ist weich, bedeckt von Laub und Moos. Es riecht nach Tannenharz und feuchter Erde. Je näher man der Ruine kommt, desto spürbarer wird die Atmosphäre. Die Geräusche des Dorfes weichen dem Rascheln der Blätter und gelegentlichem Vogelruf. Plötzlich, nach einer leichten Biegung, öffnet sich der Blick. Und da steht sie, die alte Trauchburg. Grau, mächtig, mit einem offenen Blick ins Tal. Dieser erste Blick ist eindrucksvoll und beinahe genauso, wie ihn Reisende schon vor Jahrhunderten erlebt haben. Ein erster eindrucksvoller Blick, aber wer hat diesen Ort eigentlich gegründet und warum? Gehen wir ein paar Jahrhunderte zurück. Die Ursprünge der Alt-Trauchburg liegen im 12. Jahrhundert. Um 1150 spaltet sich ein Seitenzweig der mächtigen Herren von Rettenberg ab und begründet die Linie von Trauchburg. Dies markiert nicht nur den Beginn einer neuen Adelsfamilie, sondern auch die Gründung der Burg selbst. Sie wird von Anfang an als Zeichen eigener Machtansprüche errichtet. Bereits 1166 erscheinen mit Berthold und Heinrich von Trauchburg zwei namentlich belegte Vertreter dieser Linie in den Urkunden. Berthold von Trauchburg machte rasch Karriere. Er wurde Prokurator von Schwaben und stand im Dienst Kaiser Friedrichs II. In dieser Funktion war er kaiserlicher Hofrichter, also oberster Rechtsvertreter in der Region. Das macht deutlich, die Familie war politisch äußerst einflussreich und die Burg
war nicht irgendein Herrensitz, sondern ein Ort kaiserlich anerkannter Macht. Auch Walter von Trauchburg, ein weiterer bedeutender Vertreter, wurde später Abt von St. Gallen, eines der wichtigsten Klöster. Die Verbindung von weltlicher und geistlicher Macht ist somit bereits in dieser frühen Phase greifbar. Die Burg war von Beginn an strategisch gewählt. Sie sicherte nicht nur lokale Besitzungen, sondern lag auch nahe wichtiger Verkehrs- und Handelsrouten. Sie diente also nicht nur der Repräsentation, sondern auch der realen politischen Kontrolle über das Umland. Mit der Gründung fing alles an, doch richtig groß wurde die Burg erst durch ihre neuen Besitzer, die Waldburger. Wer waren sie und was machten sie aus der Burg? 1258 erhielten die Trussessen von Waldburg die Alt-Trauchburg zunächst als Lehen von den Grafen von Fähringen. Zu diesem Zeitpunkt umfasste die zugehörige Herrschaft bereits zahlreiche Höfe und Weiler. Im Jahr 1306 kauften sie die Burg und die zugehörige Herrschaft endgültig, ein entscheidender Schritt zur Etablierung ihrer landesherrlichen Macht im Westallgäu. Die Waldburger machten die Burg zum Zentrum ihrer Verwaltung und Gerichtsbarkeit. Das Gebiet umfasste rund 50 Dörfer, Weiler und Einzelgehöfte, darunter unter anderem Kleinweiler, Eisenharz, Rimpach, Hinzlang und Riesenhofen. In den folgenden Jahrhunderten wuchs die Bedeutung des Hauses Waldburg, was sich auch architektonisch in der Burg niederschlug. Die Familienlinie teilte sich später in mehrere Zweige auf, darunter Waldburg-Zeil, Waldburg-Sonnenberg und Waldburg-Trauchburg. Besonders der Zweig Waldburg-Trauchburg nutzte die Burg intensiv als Sitz ihrer Verwaltung. Der hier aufbewahrte Trauchburger Landtag, eine Sammlung von Vorschriften und Rechten, zeugt von der juristischen und politischen Bedeutung der Anlage. Der Stammbaum der Waldburger zeigt eindrucksvoll, wie weit verzweigt diese Familie war und wie stark ihre Geschichte mit der Alt-Trauchburg verbunden ist. Je wichtiger die Burg wurde, desto mehr wurde gebaut, erweitert und modernisiert. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Architektur. Die Baugeschichte der Alt-Trauchburg lässt sich grob in 4 Phasen unterteilen. Phase 1: Gründungszeit um 1220. Die erste Anlage bestand aus einem quadratischen festen Haus, 14,8 x 12,6 Meter, mit rund 2,2 Meter dicken Mauern, gebaut aus Nagelflugwadern und teilweise mit Sandsteinverblendungen. Der Zugang erfolgte über einen hochgelegenen Hocheingang. Der Turm war von einer einfachen Ringmauer umgeben. Diese frühe Kernburg befand sich auf der heutigen Hauptburgfläche. Phase 2: Ausbau unter den Waldburgern ab 1306. Nach dem Verkauf der Burg durch die Trussessen von Waldburg wurde sie deutlich erweitert. Eine bis zu 4,8 Meter dicke Schildmauer wurde an der Nordseite errichtet, bis heute eines der imposantesten Bauteile. Die Vorburg wurde ausgebaut, ein Zwinger und der markante Diebsturm kamen hinzu. Dieser Turm sicherte die neue Vorburg, die damals vom nördlichen Plateau nach Süden verlegt wurde. Er stammt aus der frühen Bauphase des 14. Jahrhunderts und ist Teil der bemerkenswerten Wehrkonzeption der Alt-Trauchburg. Die Verbindung zur Kernburg erfolgte über eine Holzbrücke, die über einen tiefen Trockengraben führte. Phase 3: Vor dem Bauernkrieg 1525. Die Burg wurde an die Anforderungen frühneuzeitlicher Kriegsführung angepasst. Es entstanden Rundtürme, Rondelle, für Hackenbüchsen, Schießscharten und verstärkte Mauern. Im Inneren wurden neue Wirtschaftsgebäude eingerichtet: Schmiede, Bäckerei, Schusterei. Wohnräume erhielten verglaste Fenster und Kachelöfen. Treppentürme führten in das Obergeschoss. Phase 4: Ergänzungen im 20. Jahrhundert. Bereits im 16. und 17. Jahrhundert wurden an der Alt-Trauchburg noch einige Modernisierungen vorgenommen. Später im 20. Jahrhundert kamen einzelne Bauwerke hinzu, etwa die Gaststätte und eine Scheune. Diese Bauten veränderten die ursprüngliche Anlage nur geringfügig und werden in der Regel nicht als eigene Bauphase gezählt. Die heute sichtbaren Ruinen geben Einblick in diese Baugeschichte. Vom massiven Fundament des Wohnturms über die Reste der Schildmauer bis hin zu Wirtschaftsgebäuden in der Vorburg. Wozu das alles? Welche Aufgabe erfüllte die Burg und was spielte sich hier konkret ab? Die Alt-Trauchburg war weit mehr als nur eine mittelalterliche Befestigung. Sie war das funktionale Zentrum einer ganzen Herrschaft. Seit 1402 verfügten die Waldburger auf der Trauchburg über den sogenannten Blutbann, also das Recht, über Leben und Tod zu richten.
Todesurteile wurden auf dem Galgenbühl bei Wengen vollstreckt. Innerhalb der Burg spielte sich die Verwaltung des gesamten Herrschaftsgebiets ab, das über 50 Orte im Westallgäu umfasste. Hier wurden Steuern eingezogen, Frondienste organisiert, Zollabgaben verzeichnet und Marktordnungen erlassen. Die Räume im unteren Teil der Burg dienten als Lager für Getreide und Naturalien. In den oberen Trakten befanden sich Verwaltungsräume und Unterkünfte für Beamte. Ein eigener Bauhof sorgte für die Versorgung der Burg mit Holz, Vieh und handwerklichen Erzeugnissen. Er befand sich rund 50 Meter südlich des heutigen Anwesens Möslang und wurde im Jahr 1960 abgebrochen. Der Palas war nicht nur Wohntrakt, sondern auch Repräsentationsort. Hier empfing man Gesandte, hier fanden Verhandlungen statt, hier wurde Politik gemacht. 1525 wurde die Altrauchburg im Bauernkrieg von aufständischen Bauern belagert und mehrfach bedroht. Eine Einnahme gelang jedoch nicht, da die Besatzung standhielt und die Rondelle mit den Zwingermauern zu stark befestigt waren. Die Bauern zogen schließlich ab, als Hilfe für die Burg heranrückte. So blieb sie unzerstört erhalten. 1633 Im Dreißigjährigen Krieg besetzten schließlich schwedische Truppen die Burg. Sie nutzten die Altrauchburg als temporären Stützpunkt. Während der Besatzung kam es zu Plünderungen und strukturellen Schäden, insbesondere in den Wirtschaftsbereichen. Trotz dieser Schäden blieb die Burg in ihrer Grundsubstanz erhalten und wurde auch danach noch von der Familie Waldburg genutzt. Diese wiederholten Belagerungen und die anschließenden baulichen Reaktionen zeigten deutlich, die Alt-Trauchburg war nicht nur ein Wohn- und Verwaltungsort, sondern hatte auch eine bedeutende strategisch-militärische Funktion. Insgesamt zeigt sich die Trauchburg ein komplexer Verwaltungs-, Gerichts- und auch Militärstandort, eingebettet in ein mittelalterliches Machtgefüge mit klaren sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Strukturen. Neben Herrschaft und Gericht, wie sah eigentlich das tägliche Leben auf der Burg aus? Wer lebte hier und wie? Neben den Adligern lebten auf der Alt-Trauchburg zahlreiche weitere Menschen, die den täglichen Betrieb der Anlage aufrechterhielten. Jäger versorgten die Küche mit Wild, Mägde und Köchinnen kümmerten sich um das leibliche Wohl, während Priester bei Bedarf aus Isny kamen und für geistliche Rituale und Andachten zuständig waren, insbesondere in der Burgkapelle. Auch ein Verwalter, sogenannte Amtleute, war dauerhaft vor Ort, ebenso wie Stallknechte, Boten und verschiedene Handwerker wie Schmiede, Schuster, Schneider und Zimmerleute. Anders als man denkt, waren auf der Burg nur sehr wenige Soldaten stationiert. Die Kapelle war zentral für das religiöse Leben auf der Burg. Ihre genaue Lage ist umstritten. Nessler sieht sie im Westteil des ersten Obergeschosses, Zäune eher in der Nähe des Burgtors. Der große Palas war Mittelpunkt des herrschaftlichen Wohnens. Dort gab es mehrere beheizbare Räume mit Kachelöfen, wie archäologische Funde und eine wieder aufgestellte Ofenkachel belegen. Frauen spielten auf der Burg eine weitreichende Rolle. Sie stifteten Altäre, versorgten notleidende Untertanen und waren durch Heiratsverbindungen in die dynastische Machtpolitik eingebunden. Auch das Armenwesen, das über eine Stiftung der Herrschaft organisiert wurde, lief über die Burgverwaltung. Doch irgendwann ging es bergab und die Geschichte der Alt-Trauchburg nahm eine ganz andere Wendung. 1690 verlegten die Grafen von Waldburg-Trauchburg ihren Amtssitz dauerhaft nach Kisleck, in ein moderneres und repräsentativeres Schloss. Die Alt-Trauchburg wurde dadurch funktionslos und dem schleichenden Verfall überlassen. Besonders ab dem späten 18. Jahrhundert wurde der bauliche Zustand kritisch. 1784 begann der systematische Abbruch der Burganlage. Das bedeutete konkret, dass behauene Steine, Sandsteinrahmen und sogar massive Mauerteile als begehrtes Baumaterial dienten. Ziel des Abbruchs war der Neubau des Schlosses Neutrauchburg bei Isny. Ein Großteil der alten Burgsubstanz verschwand in diesen Jahren. Seit diesem Zeitpunkt heißt die Burg auch Alt-Trauchburg und nicht mehr Trauchburg. Erst rund 200 Jahre später, 1985, leitete die Gemeinde Weidnau eine umfassende denkmalpflegerische Sicherung der Reste ein. Mit Unterstützung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege und des Bezirks Schwaben wurden Mauerkronen stabilisiert, die Zwingeranlagen untersucht und Wege für Besucher erschlossen. 1998 war die Sanierung offiziell abgeschlossen. Die Ruine blieb erhalten als Zeugnis vergangener Herrschaft und Geschichte.
Und wenn Mauern verfallen, beginnen Legenden zu wachsen. Was erzählt man sich bis heute über diesen Ort? Laut einer besonders eindrucksvollen Sage wurde die Burg ursprünglich von einer tyrannischen Heidin erbaut, die mit eiserner Hand über die Bauern im Tal herrschte. Ihr Sohn, der als Trochar überliefert ist, übertraf ihre Grausamkeit sogar noch. Als Missionierung und Bitten nichts fruchteten, entschied ein Femegericht auf dem Sonneck über das Schicksal des Herrschers. Der Trochar wurde geköpft und sein Kopf wurde aufgespießt und durchs Land getragen. Ein öffentliches Zeichen der Gerechtigkeit. Am selben Tag, so heißt es, sei die Burg in Flammen aufgegangen und niedergebrannt. Was von ihr blieb, war Stein, Rauch und eine düstere Erinnerung. Bis heute, so sagen es die Legenden, reitet der Trochar bei Gewitter auf einem schwarzen Pferd durch verfallene Mauern, begleitet vom Dröhnen des Donners und flackernden Lichtschemen in den Fensternischen. Noch gruseliger wird es mit einer zweiten Sage. Ein geheimer Gang, der von der Burg bis nach Kreit führen soll. Manche sagen, er diente zur Flucht. Andere glauben, er war ein Versorgungstunnel. Gefunden wurde er nie. Doch viele berichten von merkwürdigen Vertiefungen im Gelände, von zugemauerten Öffnungen oder Luftzügen aus dem Erdreich. Wanderer, die spät abends durch die Ruine gingen, erzählen von unerklärlichen Geräuschen, klirrenden Ketten, entfernten Hufschlägen, flackerndem Licht, obwohl keine Taschenlampe zu sehen war. Ob es sich dabei um Einbildung, Tiere oder vielleicht doch um den Trochar handelt, die Sage lebt und mit ihr das Gänsehautgefühl. Vielleicht probieren wir das ja auch mal aus. Heute ist die Burg kein düsterer Ort mehr, sondern ein echtes Ausflugsziel. Was erwartet Besucherinnen und Besucher? Heute ist die Alt-Trauchburg ein echtes Erlebnisziel für Wanderer, Familien, Geschichtsfreunde und Mittelalter-Fans. Die Ruine ist frei zugänglich, gepflegt und gut mit Informationstafeln ausgestattet. Auf diesen Tafeln, zum Beispiel an der Schildmauer oder am Palas, finden sich kurze Erklärungen zur Baugeschichte und Nutzung und zum Alltag. Direkt unterhalb der Burg befindet sich eine gemütliche Burgwirtschaft. Übrigens in den Mauern der ehemaligen Bäckerei. Hier gibt's deftige Allgäuer Brotzeit und im Sommer kalte Getränke auf der Terrasse mit Blick auf die Ruine. Und jedes Jahr im August ist hier richtig was los. Bei Burgfest verwandelt sich das Gelände in ein Mittelalterlager mit Marktständen, Musik, Theater, Feuershows und echten Ritterduellen. Es gibt Vorführungen von Handwerkskunst, Mitmachaktionen für Kinder und eine einmalige Atmosphäre, wenn abends die Fackeln brennen. Die Veranstaltung zieht jedes Jahr mehrere hundert Besucher an und bringt die alte Trauchburg wieder zum Leben. Und wenn ihr schon mal in der Nähe seid, besucht gerne Weidnau, ein Ort, der Geschichte und Natur auf einzigartige Weise verbindet. Hier könnt ihr die imposante Burgruine Alt-Trauchburg erkunden, die über dem Ahrntal thront, und auf gut ausgeschilderten Wanderwegen die idyllische Allgäuer Landschaft genießen. Heute auch die Alt-Trauchburg mit Brotzeit, Burgfest und bester Aussicht. Ein Ort zum Erleben, Genießen und Staunen. Doch hinter all dem Trubel steckt mehr. Ein stiller Zeuge der Jahrhunderte. Zeit zurückzublicken und all das zusammenzufassen, was diesen Ort so besonders macht. Alt-Trauchburg. Das ist Geschichte zum Anfassen. Von Macht und Alltag, von Gericht und Geistergeschichten. Ein Ort, an dem sich Jahrhunderte in Mauerwerk eingeschrieben haben. Wer genau hinschaut, findet hier nicht nur Spuren mittelalterlicher Politik, sondern auch der Menschen, die hier gelebt, gearbeitet und gehofft haben. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like und ein Abo da. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Burgbesuch wieder. Und wer weiß, vielleicht gibt's irgendwann ein richtiges Remake. Mit hochauflösenden Drohnenflügen durch die Ruine, Interviews vor Ort, einer Übernachtung vor den alten Mauern und einer dokumentierten Geistersuche bei Nacht. Geschichte hautnah, mit allem was dazugehört. Bleibt gespannt und bis zum nächsten Mal. Euer Fabi Storm.